gibt es mal wieder einen kleinen Kit-Review, so für zwischendurch. Diesmal von Swedstar das sowjetische Motorrad M72 mit 82 mm Mörser im Maßstab 1:35. Swedstar hat in letzter Zeit die ganz tolle Bausätze auf den Markt gebracht, eben auch solche schönen Motorräder. Da wäre jetzt auch noch dieses hier zu nennen, die BMW R12 mit auch schönen hübschen Figuren. Aber der Review geht jetzt über das hier, denn ich habe das Modell eigentlich das erste Mal gestern im Laden angetroffen und dachte mir, das nehme ich mir gleich mal mit. Hier auf der Rückseite sieht man auch schon mal das wirklich Interessante, nämlich dass Figuren beiliegen und der Mörser eben einzeln verwendet werden kann oder eben ausgeklappt am Seitenwagen. Also das ist sozusagen ein Mörserträger-Motorrad im Grunde genommen. Okay, das sind schon mal ganz schön viele Teile für so ein kleines Motorrad. Hier so eine Art Visitenkarte. Ja. Und hier der Bauplan. Hier eine kurze Geschichte zum Vorbild auf Russisch und Englisch. Sicherheitshinweise. Paar Tipps sozusagen. Und hier der Plan ist so zum Ausklappen. Hier die zwei Versionen, die ich schon angesprochen habe. Hier Mörser einzeln und hier Mörser montiert auf dem Beiwagen. Hier haben wir dann so ein Diagramm von alle Gießäste. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn das dabei ist. Wenn man mal ganz verzweifelt einen Teil sucht und nichts findet, dann wird man meistens hier fündig. So, und dann geht's los. Hier der Motorblock. Seht schon, ziemlich viele kleine Teile, sehr detailliert. Ich habe ja schon ein paar Swedstar Motorräder gebaut in der Vergangenheit und ich muss sagen, die sind recht einfach zum Bauen. Sieht zwar hier wirklich ziemlich schrecklich aus, ganz in Kleinteile, aber das geht wirklich hervorragend. Ja, also tolle Anleitung, geht sich gar nichts. So soll es sein. Dann hier dieser spezielle Mörser-Beiwagen. Ja, sieht ganz gut aus. Schön finde ich auch, dass dann die passenden Figuren beiliegen und natürlich ein bisschen Munition. Hier dann ein kleiner Bemalungsvorschlag, einfach russisches Grün, und hier hat man eine kleine Farbtabelle, die sich auf Model Master Farben bezieht. Erstaunlicherweise gibt es hier keine Abziehbilder, sehr ungewöhnlich, aber offenbar hatte das Original keine Markierungen, also passt es so. So, es liegen dem Bausatz 3 Gießäste bei, die allerdings nicht extra eingepackt sind, weshalb ich beim Öffnen der Schachtel hier ein paar Kleinteile einzeln vorgefunden habe. Die sind einfach vom Gießast abgebrochen. Die tüte ich dann immer ein und ja, dann verliere ich sie auch nicht. Möglicherweise wäre es natürlich besser, die schön einzuwickeln mit Plastikfolie von vornherein, um diese filigranen Teile zu schützen, aber ja, ich hatte da eigentlich jetzt keine schlechten Erfahrungen. Es ist ja hier auch nichts beschädigt, nur ein paar Teile weggebröselt. Damit kann man leben. Ja, schöne Details an den Speichen. Davon lebt ja so ein Motorrad. Sicherlich kann man da mit Foto-Edge-Teile noch mehr rausholen, aber ja, für den Otto-Normal-Modellbauer tut es das auf jeden Fall. Ich sehe hier jetzt auch kein Flash und wirklich sehr schön gegossen hier die Motorteile. Hervorragend, ja, also das ist schon, hat schon was von Tamiya, die Fertigungsqualität.
Ja, wirklich schön das zum Sehen. Sieht auch, dass hier die Verbindungen zum Gießarsch nicht sonderlich dick sind. Kann man ganz einfach wegschneiden. Wenn man so gigantische Angüsse hat, dann muss man ja auch viel versäubern. Und oft schneidet man auch mal daneben und es sieht dann auch nicht so toll aus. Ja, die Figuren sind jetzt nicht das Nonplusultra, aber auf jeden Fall sehr hübsch. Ohne Frage. Hier liegt noch ein bisschen Munition bei. Ja, und hier die Grundplatte für den Mörser. Sehr hübsche Details. Wie eigentlich die letzten Neuerscheinungen, sonst wird da auch wieder mal ein Bausatz, der eigentlich begeistert und auch durch einen sehr attraktiven Preis auffällt. 10 € für so einen Bausatz finde ich gut, den kann man mal so zwischendurch mitnehmen und ich finde, ja, sehr ungewöhnliches Modell, also mir war vorher nicht bekannt, dass es so eine Art Mörserträger gab. Ja, und durch die Figuren und kleinen Zubehörteile, wie zum Beispiel die Munition, bietet sich da auch ein kleines Diorama an. Wie zum Beispiel hier auf dem Bild schon vorgeschlagen, hier einfach so ein Weizenfeld oder eine Wiese, ja, wo die dann in Deckung stehen und ihren Mörser bedienen. Also meiner Meinung nach fehlt für eine komplette Zweite Weltkrieg Motorradsammlung noch eine Zündab und vielleicht was von den Briten oder Amerikanern. Mal schauen, vielleicht legt Svezda ja dann noch was nach, das wäre ziemlich cool und würde auch helfen, würde mal frischen Wind reinzubringen. Immer nur deutsche Panzer zu bauen, kann ja auch mal fade werden auf die Dauer. Also vielen Dank fürs Reinschauen und ja, man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.